Herzlich willkommen bei OrderFlowAi, der KI-Trading-Software der Zukunft. Ja, ich möchte mich heute hier in diesem Video mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Enrico, ich bin der Entwickler hinter dem Projekt OrderFlowAI und dieses KI-Projekt ist entstanden aus meiner langjährigen Trading-Karriere. Ich bin seit knapp 7 Jahren jetzt im Daytrading unterwegs. Ähm, Nebenbei noch eine Hausverwaltungsfirma, quasi ein Hausmeisterservice hier auf Mallorca, lebe seit 10 Jahren mit meiner Familie auf Mallorca und bin hier sehr glücklich. Und ja, habe jetzt quasi mein Hobby noch zum Beruf gemacht. Ich bin schon leidenschaftlicher ITler, seitdem ich denken kann und seitdem es die neuen Möglichkeiten mit KI gibt, habe ich gedacht, das packe ich jetzt an und packe all meine Leidenschaft, meine Gedanken, meine Visionen und meine Erfahrungen aus dem Trading-Alltag in eine Software und versuche damit Menschen zu helfen, die vielleicht nicht dort so fit sind. Und aber ich spreche natürlich auch professionelle Trader an, die einfach die Erfahrung gemacht haben, wie ich, dass am Ende immer die Emotion siegt, zumindest bei den meisten Menschen. Es gibt statistisch gesehen nur 10% auf dieser Welt, die langfristig profitabel handeln, weil sie einfach ihre Emotionen und ihr Risikomanagement im Griff haben. Ich gehöre leider nicht dazu, das musste ich schmerzhaft feststellen. Ich habe viel Geld verdient, ich habe aber auch viel Geld verloren und bin am Ende zu dem Ergebnis gekommen, dass ich einfach mein Hoffnungsdenken an der Börse einfach nicht in den Griff bekomme und immer wieder den Stop-Loss verschoben habe, somit am Ende immer Geld verloren und nichts gewonnen. So, dem habe ich jetzt ein Ende gemacht, quasi der KI zusammen ein Produkt entwickelt, eine Software, die quasi selbstständig autonom tradet, aber auch nicht nur das. Ich kann mit Hilfe von dieser Software auch manuell sehr gut traden, weil ich einfach dort alle Informationen, die ich als Trader brauche, nicht overloaded über 50.000 Indikatoren reinbekomme, sondern einfach klar und deutlich angezeigt bekomme, welche Entscheidung ich treffen muss und wann ich einsteigen kann, wann ich rausgehen sollte aus dem Markt. Genau. Kurz noch zu meiner Person. Wie gesagt, 2019 habe ich angefangen im Bereich Bitcoin Trading und habe dort anfangs auch Glück gehabt, ein bisschen Geld verdient, aber auch ganz schnell viel Geld verloren, weil ich einfach nicht gewusst habe, dass man auch verlieren kann, indem man einfach die Position irgendwann ins Unendliche ins Minus laufen lässt und dann irgendwann liquidiert wird, weil einfach die Marge nicht mehr reicht. Und das habe ich dann schmerzhaft feststellen müssen. Und ja, bin dann irgendwann zu den Futures gekommen, habe mich dort weitergebildet, auch über YouTube, über verschiedene Bücher, über andere Kanäle und habe festgestellt, es gibt noch so viel zu entdecken und so viel zu lernen. Du musst einfach den Weg gehen, wie es wahrscheinlich jeder professionelle Trader gegangen ist und einfach nur hartnäckig erstmal, einfach nur stumpf den Markt beobachten und das habe ich gemacht, habe aber trotzdem nicht den Fehler gemacht, habe es richtig gemacht wahrscheinlich, immer mit Echtgeld getradet und nicht nur den Markt beobachtet, sondern immer versucht, im Flow mitzugehen und den Markt quasi kennenzulernen. Was ist möglich, wie viel Ticks läuft der Markt am Tag, wie ist der Orderflow in guten Zeiten, in schlechten Zeiten, in volatilen Phasen, in ruhigen Phasen. Habe jetzt knapp ca. 6000 Stunden vor dem Chart verbracht, kann mit gutem Gewissen sagen, ich weiß, wie der Hase läuft und wie der Markt rennt, aber ich habe meine Emotionen nach wie vor nicht im Griff. Aus dem Bereich heraus ist OrderFlow AI entstanden und das dazugehörige KI-Tool CORTEX, was im Endeffekt nichts anderes tut, als mir meine Entscheidung abzunehmen und selbstständig handelt und seit neuestem auch selbstständig Positionen managt, die im Markt quasi gelegt wurden, automatisch und diese auch automatisch beendet und je nach Marktphase auch anpasst und automatisch auch die sogenannten Runner laufen lässt, um quasi mehr Kapital zu schlagen aus der aktuellen Position, wenn es gut läuft. Und aber auch ganz wichtig, einen Notstopp einzulegen, falls der Markt doch während der Position, nachdem sie geöffnet wurde, gegen die Position läuft und keine Full Stops kassieren zu können. Aber
kommen wir zum nächsten Punkt. Ich möchte euch einfach OrderFlowAi nochmal vorstellen. Ihr habt bis jetzt viele Videos schon gesehen und waren auch viele gute Tage dabei, wo der Bot schon sehr gut funktioniert hat. Das war allerdings die Vorläuferversion. Dort war noch kein automatisches Ordermanagement drin, aber auch die funktioniert schon sehr gut. Und wir gehen jetzt einfach mal gemeinsam in die Software rein. Die Software ist an NinjaTrader angebunden, das heißt NinjaTrader ist ein Pflichtprogramm, was aber jeder Futures Trader kennen sollte und wahrscheinlich auch professionelle Trader hauptsächlich benutzen. Ich habe in den letzten 5 Jahren so ziemlich jede Trading-Software getestet, von Atas über Bookmap, NinjaTrader allgemein. Ich habe Jigsaw Trader lange Zeit getestet und am Ende muss ich sagen, auch TradingView sind alles sehr gute Plattformen. Jeder hat seine Vor- und Nachteile, aber am Ende zeigen sie doch nur eins an, und zwar die Vergangenheit. Es kann kein Tool von denen irgendwie so ein bisschen mir das Gefühl geben, dass ich so ein bisschen weiß, wo die Reise hingeht. Klar, ich kann das alles gut analysieren. Ich kann auch ungefähr sehen, okay, dort wurde die und die Position aufgebaut, aber so richtig den Edge hat es mir persönlich zumindest nicht gegeben. Und am Ende war, egal welche Software ich genutzt habe zum Traden, immer dasselbe Ergebnis. Weil du selbst als Trader bist verantwortlich für das, was du tust. Und dein Risikomanagement kann keine Software wettmachen und auch nicht gut irgendwie gut ins gute Licht drücken. Das ist einfach unmöglich, weil entscheidend tut am Ende der Trader. Genau. Wir gehen einfach mal gemeinsam rein. Ich starte jetzt für euch im Hintergrund mal den NinjaTrader, was als erstes notwendig ist. Ich habe hier nicht, wundert euch nicht, ich habe hier rechts von mir noch einen großen Monitor. Da habe ich noch ein paar andere Sachen wie Live-Nachrichten-Feed von Financial News laufen, was immer ganz wichtig ist beim Traden. Das wird jeder wissen, denn wenn ein Trump-Tweet reinkommt, dann möchte jeder so schnell wie es geht aus dem Markt raus. Und das passiert leider zurzeit extrem oft. So, ihr seht jetzt hier hoffentlich auf dem Bildschirm den NinjaTrader. Der ist gerade geöffnet. Ihr seht auch schon, der dazugehörige Indikator wurde schon geladen. Den fügt man quasi einfach hier ein. Das ist der OrderFlow Bridge Indikator. Der ist ganz normal hier drüben zu finden. Unter den Indikatoren wird vorher ganz normal importiert über das Import-Tool von NinjaTrader. Also ganz easy. Und hier haben wir auch keine großen Einstellungen, die wir machen müssen. Das ist einfach nur hier Apply. Und das ist nichts anderes. Der liefert dann unsere, ganz wichtig, Analyseplattform. Wir sind keine Trading-Plattform. Alle Trades werden auf NinjaTrader selbst ausgeführt und auch beendet, gemanagt. Das läuft alles innerhalb von NinjaTrader. Wir sind eine reine Analyseplattform. Das ist ganz wichtig zu wissen, auch aus rechtlichen Gründen. Hier auch an der Stelle kurzer Hinweis zum Risk Disclaimer. Das heißt, Traden ist natürlich extrem risikobehaftet. Man kann jederzeit sein ganzes Geld verlieren. Also ich mache hier keine quasi finanziellen irgendwelche Hinweise, die ihr nachmachen solltet, sondern jeder ist selbst verantwortlich für das, was er tut. Das ist immer ganz wichtig. Man muss sich ja heutzutage auch ein bisschen absichern. Genau. Jetzt haben wir hier NinjaTrader am Laufen. Wir sehen, es fließen Daten, die Connections. Ich habe hier einen Apex-Account connected mit einem Rhythmic-Datenfeed, was ganz wichtig für uns ist, weil wir brauchen so viel wie möglich Orderbuchtiefe. Das heißt, es ist auch Level 2 Pflicht. Unter dem geht gar nichts. Und hier habe ich noch einen My Funded Futures Account. Der läuft leider Gottes nur mit einem Trader Rate Datenfeed, der uns leider nicht ausreicht. Das macht aber nichts, denn wir bekommen unsere Daten über Rhythmic von Apex. Ganz wichtig, ich habe auch im Hintergrund immer den Rhythmic Trader quasi laufen, weil ganz einfach dort habe ich die Möglichkeit, den Server auszuwählen und die geringste Latenz quasi zu kriegen. Weil ansonsten, wenn ihr über NinjaTrader connected direkt zu Apex, habt ihr immer einen schlechten Ping, weil direkt nach Amerika quasi geroutet wird, euer Order. Und auch die Level 2 Daten kommen versetzt rein. Das kann zum Nachteil sein, muss nicht unbedingt, aber eine Verzögerung ist immer schlecht. So, dann starten wir jetzt unsere Software. Welcome to CORTEX, the future of AI auto trading. Die richten wir hier, weil Windows bekommt es einfach nicht hin, das immer sauber, so wie es gespeichert war, quasi wieder darzustellen. Wir richten uns das einmal richtig schön aus.
und haben jetzt hier auf der linken Seite unser Dashboard, was es bereits mit der Starterversion gibt, ab 49 Euro im Monat. Und die Heatmap mit dazugehöriger Strategie gibt es dann im Pro-Paket für 99 Euro im Monat im Abo. Genau, wir gehen mal ganz kurz durch. Ich werde natürlich separat nochmal ein komplettes Video machen. Wenn euch das gefällt, dass ich das kommentiere, schreibt es gerne mal in die Beschreibung, in die Videobeschreibung und abonniert natürlich fleißig und drückt den Like-Button, weil ich möchte mir natürlich eine Community aufbauen. Da hätte ich richtig Bock drauf und das können wir einfach gemeinsam besser erreichen. Ich habe auch einen Discord-Channel, dort könnt ihr gemeinsam, auch die Software schon nutzen, diskutieren. Ihr könnt mir konstruktive Kritik natürlich geben, auch hier zum Video. Gefällt euch das, wie ich das mache? Und genau, das wäre sehr hilfreich für meine weitere Entwicklung, weil ihr wisst, der Algorithmus von Google und YouTube, der bestraft natürlich kleine Entwickler wie mich und Neuling am Markt mit erstmal Unsichtbarkeit. Und das ist natürlich schlecht fürs Geschäft, weil wer unsichtbar ist, das kann keiner wissen, dass er ein gutes Produkt hat. Deswegen bin ich da natürlich auf eure Hilfe angewiesen. Genau. Wir haben, wie gesagt, hier die Starterversion. Ihr hört auch schon im Hintergrund, hier ist eine ganze Menge los. Der Feed ist verbunden über unseren Indikator. Wir haben hier oben historische Daten geladen, wird alles angezeigt. Wir haben eine klassische Chartansicht. Wir haben ein Kurzzeitdelta, wir haben einen Delta-Verlauf, ein Time and Sales, wir haben einen Alerts-Feed, wo quasi verschiedene, wenn hier quasi Sweep Absorption Alert ist, der wird auch hier angezeigt. Wer die Heatmap jetzt zum Beispiel nicht hat, dann haben wir hier eine Trendanzeige, die ganz schön und übersichtlich ist, die die aktuelle Marktsituation widerspiegelt. Wir haben einen Market Speed Indikator, der quasi uns anzeigt, okay, jetzt im Moment ist der Markt relativ ruhig, lieber abwarten. Wir haben keine klare Entscheidungsphase und keinen genügend Speed, um jetzt in eine Position einzugehen. Wir haben hier ein Flow-Pulse-Modul, was ich auch selbst entwickelt habe. Das ist eine Art, wie auch Tick-Strike funktioniert. Das heißt, er gibt mir hier ein audiovisuelles Feedback nochmal. Ist auch sehr gut. Gehe ich auch im Einzelnen nochmal drauf ein in einem anderen Video. Wir haben allgemein die Orderflow-Struktur im etwas längeren Sinne. Das heißt, wir haben ein positives Session-Delta, wir haben aktuell einen positiven Kaufdruck, keine Divergenz, neutraler Orderflow. Das heißt, es ist weder in die eine noch in die andere Richtung irgendein Druck. Wir haben einen KI-Reversal-Scanner, was auch einzigartig ist auf dem Markt. Das heißt, er analysiert wirklich über unsere KI-Cortex den aktuellen Markt und gibt die Wahrscheinlichkeit für eventuelle Reversals hier ganz klar in der Heatmap und auch im Starterpaket mit einer Konfidenz von aktuell 25%. Er sagt extra Fragezeichen, ne? Kaufen oder verkaufen. Das ist im Prinzip noch keine Einstiegsentscheidung, weil es noch ein sehr schwaches Signal ist. Wir haben für die Scalper unter uns, wir haben Kurzzeit-Scalping-Signale. Wir haben Eisberg-Orders, wie die über die Zeit aufgebaut werden, in welche Richtung die quasi gedrückt werden. Und genau, das war es in unserem Dashboard ganz einfach. Wir haben auch diese ganz normale Anzeige für den aktuellen Kontrakt, den ES. Ich handle ausschließlich den S&P 500 Futures, weil der einfach das meiste Volumen hat und am stabilsten zu handeln ist und ich einfach mit einer KI auch die maximalen Menge an Daten benötige. Und mir nützt es nichts, wenn ich hier wie zum Beispiel beim NQ irgendwelche Orderbuchlücken drin habe, weil hier mehrere Preislevel direkt übersprungen werden. Das nützt uns im Orderflow-Analyse Teil überhaupt nichts. Deswegen empfehle ich auch, man kann mit dieser Software alle Futures handeln, aber ich empfehle ausdrücklich den ES zu handeln, da der am besten geeignet ist dafür. Wir machen im Hintergrund schon mal, denn es ist jetzt schon gleich 17 Uhr, schalten wir mal unsere Strategie ein, dass ihr schon mal seht, was dort passiert. Dann verschwindet nämlich hier unser Phase Aware und Market Structure Panel und schaltet ein eigenes Strategie-Panel ein. Das heißt, wir haben hier, die Strategie ist bereit, wir sind bereit für den Handel. Ich gehe hier mal kurz rein in die Einstellungen und wir gucken uns mal an. Das ist im Moment noch in der Entwicklungsphase. Wir haben hier, wie gesagt, ein Order Management Tool mit drin, was eine extra KI ist und er nutzt die Cortex KI quasi zur Signalfindung, zur Einstiegsfindung.
Und wenn er in der Position ist, nutzt er die Order-Management-Strategie, eine KI-Strategie, die es auch so auf dem Markt noch nicht gibt, die quasi aktiv je nach Marktsituation die gesetzten Orders dann auch managt. Ich hoffe, wir sehen dann mal ein, zwei Trades. Wie gesagt, wir sind heute ein bisschen im Minus. Das macht aber nichts. Der Code wird aktuell noch entwickelt und ich bin hier noch ein bisschen am Feintuning. Ich habe heute ein paar Positionen schon verloren, weil einfach die Stops zu eng waren und weil die Strategie zu straff gestellt war. Ja, und je nachdem, wie die Volatilität ist, muss man natürlich auch die Stops ein bisschen weiter stellen. Und es nützt hier nichts, dann schon bei, sagen wir mal, 8 Ticks bis 10 Ticks ausgestoppt zu werden, obwohl die Marktrichtungsentscheidung korrekt war. Genau, wir haben hier alles auf Balance, also quasi auf Medium-Einstellungen, auch in der Strategie. active. Hier haben wir auch die erste Order, die gesetzt hat. Und wir sehen hier schon, zoomen hier mal ein bisschen rein, gucken mal, was er jetzt macht, beobachten das einfach mal. Was jetzt hier wichtig ist, wir haben hier oben drüber natürlich jetzt noch große Limit Orders sitzen. Das heißt, das kann wie ein Magnet wirken. Deswegen hat er auch den Stopp hier drunter gesetzt. Falls der Markt jetzt doch in die entgegengesetzte Richtung geht, stoppen wir vorher aus, bevor wir quasi hier hochpieken und er sich die großen Orders abholt und wir einen massiven Verlust machen. Ja. Ihr seht schon, die Stops sind immer noch sehr eng. Aber das liegt einfach daran, dass wir jetzt aktuell einen sehr geringen ATR haben. Wir können auch hier jederzeit eingreifen und wir machen das jetzt einfach mal zu Testzwecken. Wir können quasi den Buy-Stop ein bisschen oberhalb von diesen Magneten legen, weil meistens, wenn die dann ausgeführt sind, geht es in die gewünschte Richtung. Genau. Dann kommen wir auch gleich zur Heatmap. Ihr seht hier schön, ich habe hier einen 3D-Dom entwickelt und ihr seht auch die Orders, wie sie gelegt sind. Es ist alles sauber sichtbar. 3D-Dom deswegen, man kann ja ganz klar die Level erkennen, anstatt wenn ich die ausschalte, habe ich noch ganz flache 2D, das ist nicht wirklich wirksam fürs Auge und die 3D-Walls, die stechen dann schon ins Auge. Und hier habe ich dann einen ganz anderen Eindruck, auch psychologisch gesehen, wirkt das schon eher wie eine Wand als wie sowas. Ne? Und das ist ganz hilfreich. Das kann man je nach Belieben einschalten. Wir haben hier an der Seite noch ein klassisches Volumenprofil oder ein Delta-Profil, je nachdem. Ne? Hier haben wir zum Beispiel ein großes positives Delta, was nach oben gehandelt wurde. Das heißt, es kann durchaus sein, dass es hier nach oben geht und wir aus der Position nach Hause fliegen. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Wir haben bei uns in der Heatmap, wie gesagt, unseren CORTEX, unser KI-Modul, welcher aktuell mit einem Indikator die ungefähre Richtung anzeigt. Das heißt, er zeigt auch Minus an. Das heißt, es wird nach unten gedrückt. Wir haben auch das Delta, was nach unten drückt. Und wir haben ein sinkendes Session Delta. Das heißt, es wird wahrscheinlich nach unten gehen, aber er hat jetzt auch hier diese eine Position, hat er jetzt hier quasi noch abgeholt. Oder die wurde einfach zurückgezogen. Und dann wird es wahrscheinlich in die gewünschte Richtung gehen. Oder auch nicht, man weiß es nicht. Wir können hier noch einmal rein und raus zoomen. Können auch gucken, okay, wir haben hier oben noch ein paar Orders liegen, die noch sehr groß sind. Wir haben aber auch unterhalb noch Orders, die sehr groß sind, die eventuell angelaufen werden im Markt. Wir haben Key-Level haben wir drin, wo quasi über den Tag große Orders gehandelt worden sind. Die sind ganz klar und deutlich zu sehen. Wir haben Session High, Session Low, Previous Close. Wir haben all diese Informationen, haben wir alle im Panel. Leicht einzusehen. Mir ist wichtig, dass einfach über die Farbkodierung der Software und über generell die Fenster der Trader einfach nur seinen Fokus auf den Trade legen kann und nicht auf irgendwelche Indikatoren. So, wir sehen jetzt gleich, wir sind in die richtige Richtung gelaufen. Er hat jetzt quasi sofort die erste Position geschlossen. Er hat den Buy-Stop getrailt, hat auf Break-Even gezogen. Und somit ist unsere Position sicher. Und jetzt haben wir gerade was gesehen, was nur diese Software kann. Er hat jetzt einen Stop-Tighten gemacht. Das heißt, er hat jetzt gesehen, okay, es läuft jetzt wieder gegen unsere Richtung. Und wir haben aber noch Strecke, die wir schon quasi haben und wollen nichts verlieren. Und deswegen hat er den Stop näher gesetzt. Ja, und das ist eine Funktion, damit sparen wir quasi eine Menge an Strecke. Wir werden es jetzt auch gleich sehen. Entweder er holt den TP2 noch ab, dann haben wir Glück. Oder er merkt, es gibt eine Gegenbewegung. Dann wird er sofort quasi einen Stop-Tighten ziehen. Und wir haben die maximale Strecke mitgenommen. Es könnte sein, dass wir jetzt die noch geholt hätten, aber das ist natürlich immer, das ist genau das, was ein manueller Trader macht. Er wünscht sich das, aber ob es im Endeffekt so wird, das weiß keiner.
Ne? So, das heißt, wir haben uns jetzt hier den Profit geholt und der war auch nicht schlecht. Und das hat super funktioniert und genau das macht dieses Tool. Wir können hier noch verschiedene Sachen einstellen. Wir können hier auf die Strategie quasi, aktuell läuft sie auf moderat, wir können sie auf extrem risikobehaftet, also dann macht sie einfach mehr Trades. Wir können sie auf Safe stellen, dann macht sie weniger Trades. Wir können nur Long einstellen oder nur Short, was ich aber nicht empfehlen kann, weil die Software an sich hat einen Regimefilter drin oder einen Scanner, der automatisch feststellt, in welche Richtung gehandelt wird und automatisch entscheidet, ob er Long oder Short geht. Und die Gefahr besteht natürlich, dass wir dann die Reversals, die wir eigentlich handeln wollen, die am lukrativsten sind, die auch die Software, was die Stärke der Software ist, quasi erkennt, dass die dann nicht gehandelt werden, weil ich die Richtung blockiert habe mit der Strategieeinstellung. Deswegen. Aber wer das machen möchte, kann das natürlich gerne machen. Ich möchte hier dem Trader oder dem Kunde auch ein bisschen Freiheit geben, zu entscheiden, wie er quasi handeln möchte. Aber es soll am Ende so sein, dass mein Ziel ist es, dass jeder, der auch nicht viel Erfahrung mit Trading hat und doch ein bisschen an der Börse mithandeln möchte und ein bisschen Geld nebenbei verdienen möchte, dem möchte ich ja einfach die Möglichkeit geben, leicht in den Markt reinzukommen, leicht den Markt zu verstehen und doch irgendwo eine Automatik an die Hand zu bekommen, um vielleicht ein paar Euros zu verdienen oder ein paar Dollar im internationalen Bereich. Und gerade mit Prop Trading, das ist eine sehr, sehr feine Sache. Man kann mit relativ kleinem Geld dort einsteigen und kann mit so einem Algo, kann man dort schon gut Geld verdienen. Algo muss natürlich funktionieren, aber man muss auch so ein bisschen vernünftig entscheiden, macht jetzt eine KI in der Marktphase Sinn, wenn Trump alle 5 Minuten irgendwas postet, oder lasse ich die einfach aus und trade an diesem Tag manuell. Das muss man dann einfach selbst entscheiden. Was ich hier nicht verkaufe oder was ich hier nicht anbiete, ist eine Set-and-Forget-Strategie. Das heißt, es ist nichts, was ich anschalte und dann entferne ich mich, weil dann ist definitiv mit einem Totalverlust zu rechnen. Das kann die Strategie nicht verhindern. Aber wir haben natürlich auch ein paar Risiko-Sachen mit eingebaut, die quasi, was auch einzigartig ist, einen sogenannten Profit Lockdown. Lock Drawdown. Das heißt, wenn ich jetzt schon 1000 im Profit bin und er würde jetzt 50% zurückfallen, dann würde er automatisch die Strategie stoppen. Dann behalte ich quasi 50% des Profits und es läuft nicht Gefahr, dass die Strategie dann weiter ins Minus handelt. Ja, das kann ich hier alles schön einstellen und ich kann auch den maximalen Tagesverlust einstellen, das Tagesziel, maximale Verluste in Folge. Also ich habe hier maximale Kontrolle über die Strategie. Ich kann handeln, ich kann sagen, okay, wir möchten London Pre-Market handeln, wir möchten nur New York Open, was ich absolut empfehle, weil dort die höchste Volumenverteilung ist, die höchste Volatilität und einfach der Markt am dichtesten ist und am besten analysiert werden kann von der KI. Lunchtime habe ich jetzt nur für unsere Demonstration eingeschaltet, würde ich natürlich nicht handeln. Und er hat jetzt die nächste Order gemacht, die gucken wir uns nebenbei noch an. Und dann natürlich die Afternoon Session. Und ich kann auch sagen, okay, flat vor Ende, dass ich nicht die letzten paar Minuten dann quasi, wo extremer Druck noch auf dem Markt lastet, mitnehme, kann ich schon vorher rausgehen. Risikostufen kann ich einstellen, also all das ist bei uns drin. Und auch selbst die Strategie, welche hier läuft, quasi die Entry Management Strategie, kann ich ja auch noch separat einstellen und nach meinen Vorlieben quasi anpassen. Wir sehen jetzt gerade, wir haben jetzt die zweite Order, die im Plus läuft. Jetzt quasi wieder richtig entschieden, hat die ersten Take Profit hat er sich genommen und unser zweiter quasi Stop ist nachgezogen, hat getrailt, wir haben die Position sicher. Wir haben die Gegenbewegung, er merkt das, zieht Break-Even nochmal nah ran und wir haben einen absoluten Profit und haben quasi gut Strecke gespart, die er jetzt, wenn er jetzt noch weiter zurückfällt, wäre jetzt hier bei unser Break-Even. Das hätten wir jetzt noch verloren an Strecke quasi. Ne? Das war jetzt uns gesichert. Und er macht nicht nur das, er guckt auch je nachdem wie die Marktphase ist, setzt er auch die Stops enger oder weiter. Und er nimmt auch Take Profit 1 und 2 weiter oder enger, je nachdem, was zu erwarten ist vom Markt und wie schnell der Markt läuft. Das ist auch noch ein Riesenvorteil. Das könnte ich jetzt manuell als normaler Trader gar nicht handeln, weil ich gar nicht so schnell quasi meine Take Profits oder meine Brackets hier hin und her schieben kann. Denn meistens schiebe ich sie irgendwo hin, dann habe ich sie nicht richtig gefasst, dann fallen sie wieder zurück und dann bin ich schon ausgestoppt. Das verhindern wir natürlich. So, wir haben jetzt hier vergessen, den Dings anzumachen. Das ist natürlich
traurig. Jetzt haben wir den anderen Account gar nicht mitgehandelt, obwohl es im Positiven war. Machen wir jetzt mal noch an. Quasi nochmal einen Copy-Indikator, den gibt es separat bei NinjaTrader zum Download. Quasi mehrere Accounts copy-traden, wer das möchte. Ja, das war es an sich zu meiner Person, zu meiner Software. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Schreibt es mal in die Kommentare, und wenn ich mehr solche Videos machen soll, auch näher auf die Software eingehen soll, dann bitte Daumen hoch und einfach einen Kommentar hier bitte, wenn euch auch die Art und Weise gefallen hat. Und wie gesagt, kommt auch gerne auf Discord, auch wenn ihr nicht am Test teilnehmen möchtet und euch die Trial-Version kostenlos 14 Tage zum Test ziehen wollt, dann gerne seid ihr auch auf Discord eingeladen. Ich möchte eine positiv gestimmte Community, die einfach auch gerne Fragen stellen kann. Es kann auch jeder mich persönlich anschreiben. Ich mache auch für Interessenten der Software, die dann Pro aktivieren möchten oder eine Lifetime Founder-Lizenz, die wir jetzt im Angebot haben, aber insgesamt nur 5 Stück. Eine ist schon verkauft. Das ist auch ein einmaliges Angebot am Anfang. Mehr werde ich dort nicht verkaufen. Und wer das möchte, der kann mit mir auch gerne einen persönlichen Call ausmachen, und ich gehe dann auf jede Frage speziell ein und werde natürlich jedem dort versuchen, so gut wie es geht, zu helfen. Ja, unterstützt mich, wenn ihr mögt. Vielleicht gefällt euch die Art und Weise, wie ich hier meine Software aufgesetzt habe. Das ist mal ein bisschen komplett was anderes, wie es am Markt schon existiert. Das ist mal was Frisches. Es ist in die Zukunft gedacht. Ich möchte hier die KI zu 100% integrieren. Ich möchte, dass wir quasi als Retail-Trader die Möglichkeit haben, genau dasselbe zu nutzen, was auch die großen Teilnehmer an der Börse und Hedgefonds und große Banken nutzen. Die nutzen nämlich alle KI und Algos. Das sieht man auch hier schön im Dom, dass kein Mensch tradet so, kein Mensch zieht permanent Orders raus und setzt permanent neu. Das sind alles algo-getriebene Geschichten, die meistens sogar im Moment zu 60% am Optionsmarkt stattfinden. Genau, da kommen wir gleich zum nächsten Thema, zukünftige Futures. Wir werden noch eine neue Version anbieten, die dann auch in Zukunft die Gamma Exposure Level mit abbildet, hier als zusätzliche Key Level, die dann live reinberechnet werden, und wir natürlich dann noch einen viel höheren Edge haben. Wir werden einen Pulling and Stacking Indikator kriegen, der hier mit eingebaut wird, der mir nochmal den Druck in die Richtung anzeigt, und noch vieles mehr. Ich habe viel geplant, und ja, aber da ich Solo-Entwickler bin, brauche ich natürlich auch ein bisschen Zeit, und aber auch eure Unterstützung und positive oder negative Kritik, um wachsen zu können, um das Produkt verbessern zu können, um selbst besser zu werden. Und genau, ich sehe, was die Zukunft bringt. Ich freue mich auf die Zukunft, und in diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß mit diesem Trade. Vielleicht gewinnen wir den noch, vielleicht verlieren wir den, und möchte mich verabschieden und hoffe, ich sehe euch mit einer Testversion oder bei Discord oder vielleicht sogar als Founder. Ich würde mich riesig freuen. In diesem Sinne, Horido und gute Trades wünsche ich euch.
Stop. Ja, hier melde ich mich nochmal kurz zurück. Das war genau das Thema, das war ein richtig gutes Beispiel. Ich habe jetzt nochmal den Stopp hochgeschoben, der OrderFlow war ganz klar nach unten gerichtet und jetzt kommt ein Trunk-Post rein. Die USA ist in finalen Zügen mit dem Iran und spricht mit ihnen. Das heißt, ja, wieder mal Trump. Sehr, sehr gutes Beispiel für dieses Video. Keine KI der Welt kann entscheiden oder kann wissen, was Trump in der nächsten Zeit postet. Was man hier ganz gut machen kann, ist, man deaktiviert natürlich jetzt hier die Strategie und guckt jetzt, wenn man am obersten Punkt angelangt ist, geht man jetzt hier einen Short ein. Kann natürlich auch schief gehen, aber normalerweise kommt der Preis immer wieder zurück. Das heißt, wir werden hier diese Imbalance, die hier entstanden ist, normalerweise sofort umgehend wieder ausgleichen. So, wir sehen es auch, hier kommen große Verkaufsorders rein. Na, das ist das, was ich sage, im DOM sieht man das wunderschön. Und dann kann man hier manuell quasi den Verlusttrade, wenn man Glück hat, wieder ausgleichen. Na, aber das sollte man natürlich nur machen, wenn man wirklich Erfahrung im Trading hat, sonst bringt das gar nichts. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, wie sich das hier entwickelt. So, zack, wieder raus. Und wir haben den Verlust, den wir gerade eben gemacht haben, wir gerade exakt wieder ausgeglichen. Und in dem Moment können wir auch die Strategie wieder aktivieren. Jetzt ist der Großteil quasi des News-Event ist schon durch und dann hat man manchmal auch gute Chancen, dass wenn die Strategie eine Entry erkennt, dass die Position relativ schnell aufgeht. Das sind aber ein paar Sachen, die muss man einfach wissen, die kommen mit Erfahrung und die kann man natürlich nicht blind traden. So, das heißt, wir haben auch hier sieht man gut ein Fight Level, das wird ja auch ganz klar in meiner Software gekennzeichnet. Wir haben Hold Level, das heißt, es sind hart umkämpfte Level, die generell schon stattgefunden haben. Das wird hier auch ganz klar quasi gekennzeichnet. Dann hat man immer, selbst wenn man die Software jetzt öffnet, immer den Überblick, was läuft eigentlich gerade am Markt. Weil das Problem ist, bei den meisten Trading-Softwares, man geht in den Markt rein, kommt von der Arbeit nach Hause, hat nicht die Zeit, sich jetzt den ganzen Nachmittag vorzubereiten in der Pre-Session und irgendwelche Levels einzuzeichnen und dann steht man einfach nackt da und weiß im Moment überhaupt nicht, was Phase ist am Markt. Und egal, wann ich hier mit meiner Software reinkomme in den Markt, ich weiß immer sofort, was Phase ist. Und das ist ein entscheidender Vorteil und ein entscheidender Unterschied zu anderen Trading-Softwares, die es gibt am Markt, weil hier habe ich einfach zu jeder Tageszeit einen absoluten Edge, den ich nutzen kann zu meinem Vorteil und ich bin relativ zeitunabhängig. Und in der heutigen Zeit sind einfach die meisten so gestresst und wer jetzt gerade mit Trading anfängt, der muss enorm viel Zeit rein investieren, um erstmal den Chart zu beobachten, um den Markt zu beobachten, um den Orderflow kennenzulernen, überhaupt erstmal Orderflow zu verstehen. Was ist Bid und Ask und was gibt es überhaupt? Ne? Und es heißt ja nicht, dieses Level ist jetzt ein Verkaufslevel und da wird jetzt nach unten gedrückt. Ne? Das kann ganz genau so ein Stop-Loss sein. Ne? Es gibt so viele Parameter am Markt, die einfach nicht in keinem Trading-Kurs dieser Welt jeder gleich verstehen kann. Deswegen halte ich auch von diesen ganzen Kursen nicht viel. Es gibt sicherlich gute Kurse, die aber über Monate gehen, weil nur über Monate oder über einen längeren Zeitraum macht das Sinn. Es gibt keinen Kurs, der dir in einem Monat oder in ein paar Wochen beibringen kann, wie Orderflow funktioniert oder generell Trading funktioniert. Das wird einfach niemals funktionieren, das kann ich euch garantieren.
habe selber viel Geld versenkt in dem Bereich und hinterher ist man immer schlauer, aber ich sage mir immer, ich hätte gerne jemanden gehabt, der mir das vorher gesagt hätte. Ne? Klar, es gibt gute YouTube-Videos und gute Trader am Markt, die das auch von Anfang an sagen, aber denen will man natürlich nicht glauben, weil man will ja nicht wahrhaben, dass Trading kompliziert ist oder ich lange brauche, um Geld zu verdienen. Es will ja am besten jeder sofort Geld verdienen und das kann ich euch sagen, das wird niemals funktionieren. Und das wird auch mit meiner Software nicht funktionieren, weil wer den Markt nicht kennt oder generell Trading überhaupt nicht kennt, wer nicht weiß, wie eine Position geöffnet wird, was ein Order Tickwert ist, active. wie viel ein Tickwert ist, ne, und wie viel Positionen ich mit je nach Position oder je nach Liquidität, die ich zur Verfügung habe, eingehen kann. Hier ziehe ich jetzt den Stopp mal ein bisschen höher, weil ich weiß, es ist quasi sehr volatil. Kann ich nicht traden, weil wer hier gleich mit 5 Positionen reingeht, der wird innerhalb von 4 Sekunden im nächsten Trade seinen kompletten Account verlieren. Ne? Und viele fangen ja mit Mikros an, das ist auch vernünftig am Anfang. Dann habe ich aber den Nachteil, ich habe relativ hohe Gebühren, was ein Mikro kostet. Und ich habe auch eine riesen Marktbewegung, um einen vernünftigen Profit hinzukriegen. Und da ergibt sich also für mich persönlich ergibt sich da keinerlei Vorteil oder keinerlei Sinn, weil da bist du einfach nur am Verzweifeln, weil du nie wirklich Geld verdienen wirst oder nie wirklich irgendwo ein positives Ergebnis sehen wirst. Ne? Weil wenn ich jetzt hier mit einem Mikro reingegangen wäre, da hätte ich jetzt eventuell, ja, wenn es gut kommt, 6, $7. Ne? Und wo ich jetzt hier schon bei 200 bin oder ja, 200. Das ist einfach so. Das muss man sich gut überlegen. Aber es ist natürlich auch ein Risiko, weil ich kann natürlich, wenn der jetzt voll ins Stop geht, habt ihr vorhin gesehen, sind $450 weg. Und wer die nicht hat oder wer dort mit Echtgeld tradet, kann das natürlich auch sofort verlieren. So, aber jetzt ist Schluss. Ich wollte schon vorhin Schluss machen. Jetzt warten wir noch die Position ab, bis die geschlossen ist. Und dann verabschiede ich mich endgültig und hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Und das Video hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn in den Kommentaren steht, weiter so, dann mache ich auch weiter den Content und die Videos und freue mich, euch wiederzusehen. In diesem Sinne, jetzt aber wirklich schönen Abend noch. Das war's. Das beenden wir. Sehr gut. Gutes Ergebnis. Kann man zufrieden sein.